In diesem Video nähen wir zusammen diese lockere, leichte Sommerhose. Die Hose ist recht gerade geschnitten. Wir haben hier Seitentaschen bzw. Nahttaschen, die werden in der Naht eingenäht. Und das Besondere daran ist, wir haben einen ganz schmalen Bund von 1 cm. Und das ist auch der größte Unterschied zu meinen anderen Hosenschnittmustern, vor allem die Stoffhosen, dass die oft einen recht großen Bund haben von 3 bis 5 cm. Und die Hose hier hat, wie gesagt, diesen ganz schmalen Bund. Und wir ziehen noch eine Kordel ein, das ist optional, kannst du schauen, wie dir das gefällt. Das Schnittmuster habe ich dir wie immer in der Infobox verlinkt, da kommst du direkt in meinen Shop. Da findest du den Schnitt in 12 Größen, in der Größe 34 bis 56 und kannst das quasi für dich und deine ganze Familie nähen. Dann lass uns auch direkt reinstarten und zwar mit der Stoffempfehlung und den Materialien. Also die Hose ist perfekt für Leinenstoffe. Ich werde jetzt auch in diesem Video hier mit so einem ganz schönen pinken, beerenfarbenen Leinenstoff nähen. Achte nur darauf, dass dein Leinenstoff auf jeden Fall vorgewaschen ist, weil der ganz stark einläuft und im Zweifelsfall würde dir die Hose dann nach dem ersten Waschgang vielleicht nicht mehr passen. Ansonsten kannst du auch allerlei andere Baumwollstoffe bzw. leichte und luftige Stoffe nutzen. Ich habe eine Version aus so einem ganz schönen Baumwollstoff genäht. Das ist so ein weißer Struktur-Baumwollstoff. Den habe ich mir auf Bali gekauft. Ich blende hier ein paar Bilder ein. Also sowas ganz hervorragend. Und was natürlich immer geht, vor allem für Sommerkleidung, das ist Musselinstoff, wie zum Beispiel dieser hier. Das ist so ein doppeltlagiger Musselinstoff und da kannst du zum Beispiel, hier wie die Hose hier hinten habe ich daraus genäht. Und das ist auch perfekt für eure Sommerkleidung. Falls du Probleme beim Musselinnähen hast, dazu habe ich ein Video gemacht, ein ganz ausführliches mit ganz vielen Nähtipps zu Musselin. Das ist bestimmt hilfreich. Bevor du mit dem Nähen beginnst, verlinke ich dir hier oben. Ansonsten brauchst du 1 cm breites Gummiband. Achte darauf, dass das schön weich ist, damit das auch bequem ist. Und weil wir mit locker leichten Stoffen nähen, die aber eine Seitentasche haben soll, in der Naht, müssen wir das noch ein bisschen verstärken, damit die Stoffe hier nicht reißen, weil da ja recht viel Spannung dann immer drauf ist. Und da habe ich noch so ein Kantenband dazu. Das ist optional. Es wird auch so halten, aber schöner ist es, wenn ihr die Tasche noch leicht verstärkt. Und dann kannst du jetzt mit dem Zuschnitt von deinem Stoff beginnen. Hier nur ein kleiner Hinweis für alle, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Schnittmustern haben. Übernimm hier unbedingt alle kleinen Knipse, das sind diese kleinen Einschnitte. Die sind vor allem bei dem Schnittmuster sehr wichtig, weil du dann genau weißt, wo und wie du die Tasche positionieren musst und das Nähergebnis so schöner wird. Dann würde ich sagen, lass uns mit der Nähanleitung starten. Ich habe hier schon meine Hose zugeschnitten. Let's go! So, bevor du mit dem Nähen beginnst, ich habe natürlich ein farblich passendes Garn, aber ich werde jetzt erstmal eine neue Nähnadel einsetzen. Besonders bei feinen Stoffen ist das ganz wichtig, damit die Naht schön wird. Ich nähe jetzt hier mit Leinenstoff und dann nehme ich eine Schmetznadel. Und auch ganz wichtig, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, die Markennadeln zu nehmen. Das macht wirklich einen Unterschied. Jetzt hier so eine mittlere Stärke von 70 bis 80 nehmen. Dann nimm dir als erstes eines der beiden Vorderteile. Ich habe dir hier die linke Stoffseite und die rechte Stoffseite markiert, damit du das besser erkennen kannst. Und du solltest hier die Knipse für die Tasche übernommen haben. Die rechte Stoffseite liegt jetzt nach oben und darauf lege ich rechts auf rechts eine ausgebreitete Tasche. Die haben wir ja im Stoffbruch zugeschnitten und klippe die jetzt hier erstmal fest. Der Schritt hier, der ist jetzt optional. Ich möchte die Tasche noch mit etwas Kantenband verstärken. Der Vorteil ist, dass solche Eingriffstaschen ja ein Stresspunkt sind und vor allem bei Webware kann das da schnell einreißen. Du wirst auch sehen, wir werden jetzt im nächsten Schritt die Taschen einschneiden bis zur Naht und da ist die Gefahr einfach hoch, dass das dann später einreißen könnte und das wäre ja schade. Deshalb bügele ich hier ein bisschen Kantenband auf. Ich verlinke dir das Kantenband in der Infobox, falls du das haben möchtest. Und damit ich die Knipse weiterhin gut erkennen kann, habe ich die jetzt hier nochmal eingeschnitten. Und bevor wir die Tasche annähen, markiere ich mir hier ganz genau meine Naht. Das mache ich mit einem Trickmarker, das wäscht sich nachher aus. Und zwar 1 cm von den beiden Knipsen aus. Du wirst sehen, das wird dir das Nähen unter der Nähmaschine deutlich erleichtern. Und vor allem wird das Ergebnis so auch sauberer, denn wir müssen hier wirklich sehr genau arbeiten, damit die Nahttasche sich am Ende nicht einkräuselt und wirklich schön und sauber aussieht.
Als nächstes schneiden wir die Ecken jetzt hier bis zur Naht ganz, ganz knapp ein in einem schrägen Winkel. Das soll wirklich so bis 1 mm vor der Naht sein, also 0,9 cm circa. Denn das hilft uns jetzt im nächsten Schritt, die Tasche bzw. den Taschenbeutel sauber zu wenden. So sollte das jetzt aussehen. Und die Kante hier, die versäubern wir jetzt noch schnell mit einem Zickzackstich oder deiner Overlock. Mit Hilfe der eingeschnittenen Kanten kannst du die Tasche jetzt wenden, sodass die beiden Schnittteile dann links auf links aufeinander liegen. Und das ist erstmal ein bisschen wurstelig, aber du wirst sehen, dass das funktioniert. Und die Ecken, die sind jetzt hier noch ein bisschen eingekräuselt. Das bügeln wir jetzt gleich erstmal richtig aus. Nimm dir hier auch ruhig ein bisschen Zeit dafür, das richtig ordentlich auszubügeln. Du solltest hier wirklich deutlich die 1 cm Nahtzugabe bzw. den Eingriff der Tasche erkennen. Wenn du das gemacht hast, dann falte die Tasche noch einmal auf. Wir steppen nämlich jetzt die Nahtzugabe am Taschenbeutel fest. Das ist optional, aber ich finde das ein ganz schönes kleines Detail und damit vermeidest du auch, dass sich die Tasche später von innen nach außen wölbt. Dann leg jetzt den Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinander. Wir schließen die obere und untere Kante und versäuber die offenen Kanten dann einmal mit einem Zickzackstich oder mit deiner Overlock. Falls du dich fragst, warum ich hier meistens mit einem Zickzackstich nähe, wenn ich mit einem Stoff wie diesen hier in Pink arbeite und kein passendes Overlockgarn dazu habe, finde ich es teilweise schöner, mit einem Zickzackstich zu arbeiten, auch wenn der tendenziell nicht so ordentlich wird, aber dafür hat es eine passende Farbe. Also wenn da jetzt so ein schwarzes oder ein weißes Garn, das würde mich dann schon manchmal stören, deshalb bevorzuge ich hier einfach das pinke Garn, darum geht es mir. Aber damit es trotzdem ordentlich aussieht, schneide ich die Fransen sofort ab. Und damit ist die Tasche auch schon fertig. So sollte das hier aussehen. Du siehst, von vorne kann man eindeutig die Eingriffstasche erkennen, denn das ist auch gleich unsere Nahtzugabe, also ganz wichtig. Und den Schritt habe ich jetzt natürlich nochmal für das andere Vorderteil wiederholt und lege die beiden Vorderteile als nächstes rechts aufeinander, schließe hier einmal die Schrittnaht runter mit einem Geradstich, 1 cm Nahtzugabe und versäubere die offene Kante. Der nächste Schritt ist optional und zwar für die Version mit dem Kordelzug brauchen wir entweder Knopflöcher oder du kannst auch Ösen nutzen. Und da wir hier mit sehr leichten Stoffen bzw. Webware nähen, musst du hier noch einen kleinen Rest Vlies unterbügeln, damit der Stoff später nicht ausreißt, während des Nähens der Knopflöcher, aber auch vielleicht später beim Waschen oder wenn du dann die Kordel durchziehst. Einfach hier so einen Rest auf die linke Stoffseite aufbügeln und dann beginnen wir auch schon mit der Positionierung der Knopflöcher bzw. optional auch Ösen. Für die Positionierung kannst du dich am Schnittmuster orientieren bzw. das ausmessen. Achtung, hier in dem Video habe ich es noch falsch gemacht. Ich hatte einen Fehler in meinem Schnittmuster und war im Flow, habe es nicht gemerkt. Naja, später habe ich die Knopflöcher dann nochmal genäht und ich habe die auch horizontal positioniert. Das kann Sinn machen, weil der Kordelzug ja relativ schmal ist, aber das ist auch Geschmackssache. Und das Knopfloch schneide ich jetzt ein. Ich mache das hier mit meinem kleinen Clipper, das geht recht einfach und so kann ich auch sicherstellen, dass ich nicht zu weit einschneide. Dann nimm dir jetzt die beiden Rückteile und leg die rechts auf rechts aufeinander. Auch hier schließen wir die Schrittnaht und versäuber die Naht wieder mit der Overlock oder einem Zickzackstich. Breite das Rückteil dann vor dir aus und leg jetzt das fertige Vorderteil rechts auf dein Rückteil. Wir schließen jetzt die Seitennähte. Steck dir das erstmal fest mit ein paar Nadeln oder Klammern und das kannst du jetzt mit einem Geradstich bis runter abnähen. Die offenen Kanten versäubern wir auch gleich wieder. Aber hier ist es ganz wichtig, dass du dich an die 1 cm Nahtzugabe hältst und deshalb mussten wir auch eben die Taschen so sauber rausarbeiten, damit du jetzt nämlich hier sauber entlang nähen kannst. Unter der Nähmaschine kannst du auch immer noch mal vorher kontrollieren, bevor du darüber nähst und du spürst auch den Taschenanfang und kannst dann so sicherstellen, dass du die Tasche nicht aus Versehen mit einnähst.
Kontrolliere hier immer mal zwischendurch, ob die Lagen wirklich sauber aufeinander liegen und dann kannst du die Seitennaht bis runter zum Saum schließen. Wende die Hose mal kurz auf rechts und kontrolliere, ob die Tasche wirklich sauber geworden ist. Hier oben gefällt mir das schon ganz gut, aber hier unten war mir der Abstand dann ein bisschen zu breit. Das fand ich nicht so sauber bzw. nicht so gelungen. Und deshalb bin ich einfach nochmal über die Stelle von der linken Seite, habe ich nochmal drüber genäht und den Abstand somit ein bisschen verkleinert. Jetzt gefällt mir das Ergebnis richtig gut. Dann versäuber jetzt die offene Kante mit der Overlock bzw. einem Zickzackstich und wiederhole den Schritt für die andere Seite. Als nächstes schließe ich die Innenbeinnaht. Achte darauf, dass die beiden Nähte hier genau aufeinandertreffen und dann kannst du auch hier wieder mit einem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe nähen. Und damit ich sicher sein kann, dass die beiden Nähte wirklich aufeinandertreffen, mache ich das immer so, dass ich von der Mitte aus anfange zu nähen und dann nähe ich erst zur einen Seite runter und dann zur anderen Seite. Und die offene Kante kannst du dann gleich wieder mit einem Zickzackstich oder der Overlock versäubern. Als nächstes kümmern wir uns um den Bund. Der wird einfach nur doppelt umgebügelt und zwar erstmal 1 cm und dann nochmal weitere 1,5 cm. Mit dem Bund solltest du jetzt auch die Taschen oben einfassen, damit die dann gleichzeitig auch befestigt werden. Aber die Taschen sollten nicht umgeschlagen werden, sondern das ist so berechnet, dass die wirklich genau damit abschließen. Du siehst, ich nutze hier wirklich richtig viele Nadeln, denn nur so kann ich sicherstellen, dass ich hier gleich wirklich genau nähe, denn der Bund ist sehr knapp berechnet mit 1,5 cm bei einem 1 cm breiten Gummiband. Achte außerdem darauf, dass du hier die Seitennähte schön abtriffst, dass sie genau aufeinander treffen und dann kannst du anfangen, den Bund ringsherum mit einem Geradstich ganz knappkantig abzusteppen. Wie gesagt, der ist knapp berechnet, also achte darauf, hier wirklich knappkantig zu nähen, damit das Gummi gleich problemlos durchpasst. Das ist auf jeden Fall eine kleine Öffnung, da ziehen wir jetzt das Gummi ein. Im nächsten Schritt kannst du dir das Gummi nehmen. Das sollte 1 cm breit sein. Es ist nicht so schlimm, wenn das ein bisschen dünner ist, also 0,8 cm zum Beispiel. Breiter sollte es jedoch nicht sein, weil der Tunnel ist ja nur 1,5 cm. Außerdem, je breiter das Gummi, desto mehr Stabilität gibt es natürlich. Deshalb, wie gesagt, bleib hier vielleicht bei dem 1 cm und mindestens 0,8 cm. Die Maße für das Gummi habe ich dir auf dem Schnittmuster angegeben. Das sind aber nur Standardmaße. Ich würde dir empfehlen, das an dir selber auszumessen. Es kommt nämlich auch darauf an, wie du die Hose tragen möchtest. Die ist ja geschnitten eher so midwaist, das heißt bis zum Bauchnabel oder knapp darunter. Man kann sie aber auch höher tragen, das ist Geschmackssache. Probier das einfach vielleicht im jetzigen Schritt mal an und dann kannst du entscheiden, wie du sie tragen möchtest. Misst dann da deine Maße aus. Füg dann noch jeweils 1 cm Nahtzugabe hinzu, also insgesamt 2 cm pro Seite nämlich. Das wird ja dann überschlagen zusammengenäht. Und damit sollte dir die Hose dann wirklich perfekt passen. Bevor du die beiden Enden zusammennähst, achte auf jeden Fall darauf, dass das Gummi nicht verdreht ist. Das passiert nämlich gerne mal. Und dann nähe das überlappend mit einem Zickzackstich oder einem Geradstich ab. Um die Öffnung zu schließen, greife ich jetzt das Gummi von hinten und von vorne und ziehe das flach, sodass der Stoff auch flach aufliegt. Und damit kann ich jetzt mit einem Geradstich genau an der ersten Naht ansetzen und wieder aufhören. Damit sich das Gummi hier beim Tragen oder beim Waschen nicht verdreht, nähe ich das jetzt hier von vorne zwischen den beiden Knopflöchern genau in der Mittelnaht nochmal ab. Das sind wirklich nur 2, 3 kleine Stiche, aber wenn du das mit einem farblich passenden Garn machst, sieht man das am Ende überhaupt nicht und wie gesagt, so ersparst du dir, dass sich das Gummi verdreht.
Und zu guter Letzt brauchst du jetzt noch die Kordel. Du kannst hier natürlich fertige Kordel nutzen oder du nähst dir die Kordel aus dem Hauptstoff selber. Dafür findest du ja auch ein Schnittteil auf dem Schnittmuster. Bügel die offenen Kanten nach innen und dann nochmal der Länge nach mittig aufeinander. Und so erhältst du eine ganz schmale Kordel. Übrigens, je schmaler, desto schöner wird es am Ende aussehen. Allerdings sind ja hier auch die Möglichkeiten begrenzt, wie schmal man eine solche Kordel nähen kann mit der Nähmaschine zu Hause. Und wenn du das dann alles abgenäht hast, nimm dir eine Sicherheitsnadel, zieh die Kordel einmal ringsherum durch den Tunnelzug. Das ist etwas langwierig und aufwendig, weil der Tunnelzug eben so schmal ist und weil schon ein Gummizug drin ist. Aber ich finde, der Aufwand lohnt sich. Es sieht schon deutlich schöner und hochwertiger aus als nur das Gummiband. Die Enden verknote ich mir übrigens immer, damit die Kordel beim Waschen nicht aus Versehen wieder rausgezogen wird. Und zu guter Letzt kannst du die Hose jetzt noch säumen. Bügel die offene Kante dafür doppelt um. Vorgesehen sind hier 2 cm, also jeweils 1 cm und nochmal 1 cm. Aber das kannst du ja eh individuell machen. Hängt ja auch davon ab, ob du die Hose gegebenenfalls noch kürzen musst. Und damit ist deine Hose fertig. Ich hoffe sehr, dass sie so geworden ist, wie du sie dir vorgestellt hast. Kommentier super gerne mal in den Kommentaren, welchen Stoff du genutzt hast und wie dir das Ergebnis gefällt. Ansonsten findest du ja auf meinem Kanal ganz viele weitere Nähideen. Ich freue mich, wenn du da mal vorbeischaust. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in einem neuen Video und können dann dort gemeinsam weiter nähen.